Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und aus dem Moment heraus die Entfaltung zu erlauben, die da ist, für jeden da ist, in jedem Moment. Du erlaubst, was es für dich zu erlauben gilt. Du kannst wählen zu erlauben, du kannst wählen nicht zu erlauben. Es gibt keine Vorgabe. Dein Herz gibt dir vor, wenn du in einer hohen Frequenz bist, wenn du im Erlauben bist, wenn du im Lieben bist. Dein Verstand gibt dir vor, wenn du kontrollieren willst und überschauen möchtest, was geschieht, die Sicherheit suchst. Alles ist erlaubt. Du findest eine andere Sicherheit im Vorgeben deines Verstandes, Folgen der Vorgaben deines Verstandes, als du sie findest in der Vorgabe deines Herzens, die sich wie Impulse ausdrückt, denen du spontan dich hingibst. Die Sicherheit, die du im Folgen deines Herzens findest, ist eine Gewissheit, die sich weit mehr entfaltet, als du sie in Worte fassen kannst. Und so ist es ein inneres Gewisssein, welches jeder äußeren Sicherheit enthoben ist, denn es findet die Sicherheit im Sein. Wir möchten heute einen Blick werfen auf die Thematik der Erschöpfung, der physischen sowie der geistigen Erschöpfung. Wir wissen, dass viele von euch in dieser Zeit Erschöpfung erleben, erfahren auf unterschiedlichste Weise. Wir wissen, dass viele von euch vollkommenes Energetisiertsein erfahren. Wir wissen, dass jeder von euch beides als Realität von sich und für sich kennt. Und so ist es unser Anliegen, zunächst einmal die Wertung aus diesem Konzept der Erschöpfung heraus zu nehmen. Alles Werten ist möglich und doch gibt es eine Frequenz der Trennung, die mit jeder Wertung einhergeht. Indem du wertest, ist deine Frequenz verändert. Es ist nicht mehr das dich einlassen auf den Moment, es ist das dich verorten in dem Moment. Und so ist die Erschöpfung als etwas Unerwünschtes zu werten, ein frequenzveränderndes Element. Die Erschöpfung an sich führt zu einem Erleben, welches dir im vollkommenen harmonischen Einklang etwas gibt, das in dem Moment gut tut, deinem physischen, deinem geistigen Sein. Gehst du jedoch mit der Wertung hinein, legst du den Maßstab der Wertung an deine Erschöpfung an, so gehst du in den Widerstand, so gehst du in ein richtig und falsch und versuchst den Zustand zu verändern. Du bist nun nicht mehr in dem Handeln aus dem Herzen heraus, in dem Sein aus dem Herzen heraus, aus dem sich das Handeln ergibt. Du bist nun in dem in Formen führen, in Formen fügen, in Formen hineinzwängen, könnte man sagen, die vertraut sind für den Verstand, die begreifbar sind, die kontrollierbar sind. Das erste und wichtigste Schlüsselerleben, welches du haben willst, wenn du die Wertung aus der Erschöpfung, dem Erschöpfungszustand von dir selbst oder anderen herausnimmst, erhältst,
ist die Freiheit, mit deinem Körper, mit deinem Geist in Harmonie zu sein, dankbar zu sein für das Ausdrücken von dem, was gerade gewünscht, erwünscht und wohltuend ist. Der Mensch hat über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg eine Entwicklung in Richtung Tun, wir wollen sagen, performen gemacht. Er hat eine Entwicklung in Richtung je mehr, desto besser, je sichtbarer, desto greifbarer, desto ergebniswirksamer gemacht. Eine Entwicklung, die dazu führt, dass jeder an einen Punkt kommt, an dem der Höhepunkt erreicht ist, wie man sagen könnte. Es ist nicht der Höhepunkt von dem, was möglich ist, bei weitem nicht. Jeder von euch ist weit mehr in der Lage, als ihr euch jemals hättet träumen können, als ihr jemals erlebt habt in eurer jetzigen Daseinsform. Und doch gibt es nur ein so weit, was möglich ist mit dem Kontrollieren, mit dem Wollen, mit dem in diese Form bringen. Dieses in diese Form bringen hat für eine Weile gut funktioniert, denn ihr wart in einem Bewusstsein von Form ist Macht. Und so habt ihr Formen erschaffen, um Macht zu haben. Das Bewusstsein, zu dem jetzt alles strebt, da ihr doch alles erschaffen habt, was ihr erschaffen konntet mit der Macht der Form und der Form der Macht. Das Bewusstsein, zu dem jetzt alles strebt, zu dem du strebst, in das alles hineinstrebt, ist das Erschaffen aus dem Sein. Es ist kein grobstoffliches Sein, es ist kein Sein des Vorzeigens. Schau her, dies habe ich gemacht. Dafür darfst du mich anerkennen. Dafür erkenne ich mich an, darüber steigere ich meinen Wert. Nein, es ist das Erschaffen aus dem Moment, welches Frequenzen erlaubt, welches Frequenzen fühlbar sein lässt und für manchen von euch sichtbar sein lässt. Hier gibt es nichts anzustreben. Deswegen ist zum Beispiel das Sichtbarsein-Lassen dieser Frequenzen etwas, das spontan geschieht. Willst du anstreben, dass du diese Frequenzen, diese hohen Schwingungen, diese Lichtfrequenzen sehen kannst, gehst du in die Welt des Formerschaffens zurück, denn du willst, dass diese Form für dich erschaffen und andere sichtbar erschaffen ist. Und so verlässt du dein Streben nach der Wahrnehmbarkeit der Frequenzen, der Schwingungen, des Seins. Wir könnten hier auch sagen, der Liebe. Der Mensch hat aus der Liebe heraus erschaffen, Formen erschaffen, Schönheit erschaffen. Er hat sehen wollen, was mit eigenen Händen, begrenzten Händen möglich ist und hat so aus dem Trennen heraus erschaffen, um selbst eine Art Vollkommenheit zu kreieren, sich an seinem eigenen Schaffen zu erlaben. Und ist doch immer wieder auf die Begrenztheit dieses eigenen Erschaffens gestoßen, hat sich gefreut, was innerhalb dieser Begrenzungen möglich ist, hat versucht, mehr auszubauen, die Grenzen zu verschieben und doch die Grenzen zu erhalten, um das eigene Schaffen unterzeichnen zu können, wie man sagen könnte, um dem eigenen Schaffen den Stempel von das habe ich erschaffen geben zu können. Das Ich begrenzend auf die physische Form,
den physischen Menschen, den Körper, den Geist, den individuellen, greifbaren Ausdruck. Das Streben, in dem ihr euch befindet, ist ein Streben nach Liebe, Frequenz, Leben, nach Ausdruck von Liebe jenseits der Form, so wie in der Form und durch die Form, doch nicht begrenzt in und durch die Form. Dieses Streben nach Liebe, dieses bewusste sich der Liebe öffnen, sich der Liebe mehr und mehr hingeben, führt zu einer Veränderung des Performens, des Schaffens, des Kreierens. Eine Veränderung, die braucht, dass du dich nicht mehr identifizierst mit deinem Denken, nicht mehr identifizierst mit deinem physischen Ausdruck, mit deinem physischen Vehikel. Wir sagen hier nicht, dass du es vergisst, dass du dich jenseits deines physischen Ausdrucks, deiner menschlichen Daseinform wahrnimmst. Wir sagen hier nicht, dass du dich jenseits deines Denkens, deines Geistes befindest. Wir sagen, dass du dich überall befindest, nicht begrenzt in deinen Geist hinein, nicht begrenzt in deine Physis hinein, nicht begrenzt auf Geist und Körper. Diese Entgrenzung findet häufig statt, indem du nicht mehr Herr deines Körpers, nicht mehr Herr deines Geistes bist. Denn du gehst in die Entgrenzung. Du gehst in das Erlauben, das durch dich geschehen darf, das durch dich fließen darf, dass Liebe durch dich wirken darf auf unkontrollierte Weise, auf geführte Weise. Du als Erlauben der Liebe bist frei, der Liebe ihren Ausdruck zuzugestehen, ihren Ausdruck, der weit anders sein kann, vollkommen und anders sein kann, als das, was dir vom Geist her, von der physischen Gewohnheit her, als logisch erscheinen würde. Und so ergibt sich dein Geist und was du fühlst, ist eine geistige Wattewelt, ein geistiges Nicht-Greifbar-Sein. Du fühlst, dass du das, was du mit deinem Verstand zuvor ausgeübt hast, nicht mehr umsetzen kannst, denn es gehorcht nicht mehr deinem Befehl. Du fühlst, dass dein Körper von einem Moment auf den anderen oder kontinuierlich, vielleicht sogar dauerhaft, nicht mehr deinem Befehl gehorcht, nicht mehr dem folgt, was du dir wünschst, dass er dann, wenn er es für richtig hält, dein Körper in eine Beruhigungsphase geht. Diese Beruhigungsphase fordert er sich ein, auf seine Weise. Warum? Weil du im Erlauben bist von der Vollkommenheit des Ausdrucks. Du kannst dir vorstellen, dass du zuvor deinen Körper gesteuert hast über eine Fernbedienung. Dein Körper war dein Roboter. Du hast diesem Körper Befehle gegeben und er hat sie ausgeführt. Jetzt sagst du, ich erlaube der Liebe durch meinen Körper hindurch zu fließen. Ich erlaube meinem Körper seine Intelligenz. Ich erlaube meinem Körper seine eigene Entscheidungsfreiheit. Es ist, als würdest du deinen freien Willen nicht mehr über den Willen des Körpers stellen. Es ist, als würde dir nicht mehr gegeben sein, deinen freien Willen über deinen Körper zu stellen, denn du hast deinen freien Willen
mehr und mehr, Moment für Moment, in den Dienst der Harmonie gestellt. An manchen Stellen mehr, an manchen weniger, da du dich kollektiv in einer Zeit befindest, in der dein Sein sich der Harmonie ergibt, merkst du, dass das alte kollektive Übereinkommen von freien Willen über alles stellen nicht mehr greift. Es geht, doch es greift nicht mehr so wie zuvor. Und so ist jeder Moment, in dem du deine Signale des Körpers übergehst, in dem du deinen freien Willen über den Ausdruck des Bedürfnisses deines Körpers stellst, ein Moment, der sich an anderer Stelle zurückspult, könnte man sagen. Du ziehst an deinem Körper in diese eine Richtung. Er spult und sprudelt sich in eine Richtung, wie eine Feder, die gezogen wird, bis sie lang ist. Und hier sprechen wir von einer Metallfeder. In unserem Beispiel, das dies anschaulich macht. Durch das Ziehen an dieser Feder, das sie lang machen, verändert sich nicht das Bedürfnis der Feder, ihre Spiralform zurückzugewinnen. Je mehr du an ihr ziehst, je länger du sie machst, desto mehr steigt die Kraft der Feder, des sich in sich Zurückziehens. Je mehr Kraft du ausübst, desto länger bleibt die Feder. Doch es bleibt nicht dabei, dass du eine Kraft aufgewendet hast, dass sie lang ist. Du musst die Kraft weiterhin aufwenden, weiterhin aufwenden. Deine Muskeln erschlaffen mehr und mehr beim Ziehen an dieser Feder, beim gerade Halten dieser Feder. Mit jedem Moment mehr braucht es mehr Einsatz von dir. Denn auch dein Geist ist nicht bereit, dir zu signalisieren, dich darin zu unterstützen, diese Feder lang zu halten. Und so gibt es den Moment der vollkommenen Hingabe an das, was dein Körper will, an das, was dein Geist wünscht. Indem du loslässt, fühlst du, wie sich eine natürliche Harmonie herstellt. Vielleicht aber auch hast du das Gefühl, dass deine Bemühungen völlig umsonst waren, weil diese Geschwindigkeit von der Herstellung der Harmonie, des sich Zurückholens von dem, wonach verlangt ist, von Seiten des Körpers, von Seiten des Geistes, dass dies zu schnell geht und so bist du wieder im Kontrollieren wollen, im Nicht zulassen können. So ist also dieser Zustand der Harmonisierung ein Zustand, mit dem du kämpfst. Und so fühlst du umso mehr Erschöpfung. Labelst du also diesen Erschöpfungszustand nicht mehr als etwas Negatives, kannst du diesem Erschöpfungszustand ein anderes Wort geben. Und wir nehmen hier als Beispiel das Wort Urlaub. So kann es sein, dass du fühlst, dass du in einem Urlaubsmodus bist. Dass dein Leben gerade aus Urlaubsmodus besteht. Dass dein Leben gerade Urlaub ist. Ist es nicht ein anderes Gefühl, im Urlaub zu sein, als im Erschöpfungszustand? Ist es nicht eine andere Freude, jeden Tag Urlaub zu haben, in diesem Moment Urlaub zu haben, im Urlaub zu sein, aus dem Urlaub heraus mit diesem oder jenen zu kommunizieren, doch im Urlaub zu sein? Ich bin im Urlaub.
Ich erlaube mir, im Urlaub zu sein. Und wenn du mit mir sprichst, so wisse ich bin im Urlaub. Nein, keine zu krassen Widerstände in meinem Urlaub. In meinem Urlaub möchte ich frei sein, möchte ich meinem Körper die Auszeit geben, die er verdient, nach all den Jahrzehnten, Jahrhunderten der Knechtschaft. In diesem Urlaub möchte ich meinem Geist die Freiheit geben, die er verdient. Ihn nicht in Gedanken zwingen, Kommunikationen zwingen, die ich von meinem freien Willen her, dem begrenzten Verstand her, dem begrenzten Wahrnehmen her, als sinnvoll halte, als sinnvoll erachte. Ich bin im Urlaub, erlaube meinem Körper, sich ganz zu erholen, erlaube meinem Geist, sich ganz zu befreien. Und ich erlaube mir, Dinge zu sehen, die ich nie zuvor gesehen habe, weil mein Geist nur sehen durfte, was andere sehen konnten. Ich erlaube mir, zu fühlen, was ich nie zuvor fühlen konnte, weil das, was ich fühle, von anderen und von mir selbst als nicht gesund sein gewertet wurde, als andersartig gewertet wurde und somit nicht in Ordnung gewertet wurde. Ich erlaube mir, den Tag liegend zu verbringen. Ich erlaube mir, den Tag nicht lösend zu verbringen. Dein Geist wurde in die Rolle des Lösers hineingedrängt und er hat sich gut getan. Er hat so viele Probleme gelöst. Er hat so viele Probleme erschaffen, um sie dann lösen zu können, um noch besser deinen Wünschen zu entsprechen. Dein Körper hat dich unterstützt in jeder noch so verrückten Handlung, in all dem Schaffen und Tun, was du ihn schaffen und tun lassen wolltest. Er hat geschaffen und getan, damit du mit ihm zufrieden bist. Er hat geschaffen und getan, damit du mit deinem Ergebnis zufrieden bist. Er hat geschaffen und getan, damit andere nicht von ihm enttäuscht waren. In allererster Linie jedoch hat er geschaffen und getan, damit du nicht von ihm enttäuscht warst. Dein Körper fühlt, dass du dich löst vom Enttäuschtsein, dass du dich löst vom richtig und falsch. Dein Körper erlaubt sich, dir seine Signale zu geben, sodass du ihn neu sein lässt, dass du ihm erlaubst, sich neu zu definieren, dass du ihm erlaubst, dir zu zeigen, was und wie er auch kann, dass du dir erlaubst und ihm erlaubst, anders zu sein als stets zuvor, als jemals zuvor. Das bedeutet nicht, dass dir plötzlich ein dritter Arm wächst. Das bedeutet nicht, dass dir plötzlich eine andere Haarfarbe zuteil wird. Es schließt dies jedoch nicht aus. Alles ist möglich. Und je mehr du erlaubst in seinem Möglichsein, desto mehr merkst du, dass es möglich ist. Bei dir, bei anderen, in deinem Feld der Wahrnehmung. Das bedeutet wiederum nicht, dass du andere davon überzeugen musst, dass dies möglich sei, dass dies möglich ist. Denn du weißt, du kannst das sehen, was du erlaubst. Jeder kann das sehen, was er erlaubt. Dein Erlauben muss nicht in Übereinstimmung sein mit dem Erlauben der anderen, weit gefehlt. Es ist Absicht, dass ihr an unterschiedlichen Stellen steht, dass die Menschen, mit denen ihr zusammen seid, andere Erlebnisse haben, anders fühlen, anders ausdrücken, an anderem Ausdruck interessiert sind. Dass manche auf der Erde noch damit beschäftigt sind, zu erleben, wie es ist, so viel wie möglich an Energie einzusetzen und umzusetzen in Sichtbares, in Ergebnisreiches, in Erfolgreiches.
Das Integrieren der Welten ist nicht das Verlassen der Welten. Das Integrieren der Welten ist das Erlauben der Welten. Das Erlauben jeder Welt, jeder Ausdrucksform, jeder Wahl, jeder Lebensweise. Bist du im Erlauben, ergibt sich dir mehr Möglichkeit zum Erlauben. Und so findest du dich Dinge erlauben, die du niemals für möglich gehalten hattest, die du dir nicht erklären kannst und die doch sind, wie sie sind. Und je weniger du in die Wertung dieser Dinge gehst, desto mehr kannst du diese Dinge frei und im Füllebewusstsein erkunden. Kannst dein Sein in diesem Neuen als interessant und erlebenswert wahrnehmen. Du bist nicht gefangen in irgendeinem neuen Erleben. Es ist ein neues Erleben, welches durch ein wieder neues Erleben abgewechselt werden kann. Alles ist dir gegeben zum vollkommenen Erleben. Wir lieben dich. Wir lieben euch. Wir sind, was du bist. Du bist, was wir sind. Alles ist eins. Alles ist Liebe. Es kann nicht anders sein. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.